Ihr seht richtig, wir sind zurück. Easy Live TV. Mein Name ist Fresh Daniels. Nach mehrmonatiger Abstinenz melden wir uns zurück mit einem neuen Interview. Und zwar haben wir niemand Geringeren als Kaliba zu Gast. Wir sind eigentlich quasi zu Gast. Wir haben dich bei einer Studiosession hier im Studio besucht. Wie lief die Studiosession ab? Also war eigentlich ganz cool. Ich bin heute bei Barış Korkmaz im Studio und wir haben Aufnahmen gemacht mit dem Bruder Rrezik. Und der Song wird auf jeden Fall dieses Jahr hoffentlich noch erscheinen. Und ja, die Aufnahmen waren cool und in Zukunft werden wir definitiv auch weiter mit Barış arbeiten. Sehr schön. Dieses Jahr noch heißt in den nächsten 2, 3 Wochen das Jahr neigt sich ja jetzt dem Ende zu. Wie ist deine Bilanz so für 2018? Wie hast du das Jahr erlebt? Also das Jahr war eigentlich ganz cool. Wir haben viele Kontakte geknüpft und das ist die Vorbereitung für 2019, würde ich sagen. 2019 ist auf jeden Fall Abriss. Das heißt, 2018 war jetzt erstmal der Anfang von der ganzen Geschichte. Was sind jetzt die Pläne für 2019 konkret? Also 2018 war Futter, 2019 wird gestartet, aber für 2019 haben wir mehrere Projekte. Wir sind auch in Verhandlungen mit verschiedenen Labels und auch in Berlin viele Kontakte geknüpft, auch von Contra seinen Jungs und so weiter. Mal schauen, wo man dann am Ende landet. Ich weiß noch nicht, wo das Ufer ist, aber kommt drauf an, wie die Angebote sind und dann schauen wir mal, wo ich untergebracht werde. Hast du schon konkret Singles vielleicht geplant, Songs, Alben, die erscheinen werden? Stehen da konkrete Pläne? Weil man sieht ja dauerhaft in deinen Instagram-Stories, du bist sehr oft im Studio, also an Material wird es dir ja nicht fehlen. Nein, im Prinzip haben wir die ganze Zeit gesammelt. Also planmäßig habe ich mein Management jetzt abgegeben in Berlin. Und schöne Grüße an dieser Stelle auch an Nini. Die hat mein Management übernommen und plant eigentlich das Ganze für mich. Ich kann mich jetzt eigentlich nur auf meine Musik konzentrieren. Und für nächstes Jahr stehen mehrere Projekte. Ich weiß nicht, wie viel ich verraten darf, aber da ist ein Projekt zum Beispiel mit Gina geplant. Und ja, surprise, surprise. Hat keiner erwartet. Der hat ja jetzt auch letztens erst ihre musikalische Karriere ins Leben gerufen, quasi mit dem Song Boulevard. Ist zwiespaltig angekommen. Es wurde ja sehr viel diskutiert. Da gab es sehr viele Spaltungen. Der Song polarisiert in alle Richtungen. Wie fandest du die ersten musikalischen Schritte von Gina Lisa? Also sind wir mal ehrlich, wir sehen viele Leute auf dem Markt, Newcomer etc. Also für das, dass sie eigentlich Model ist oder ein It-Girl, also ich finde, die hat auf jeden Fall Deutschrap schon einfach mal ein bisschen rasiert. Warst du da schon in den Anfangsschritten involviert? Habt ihr da schon Kontakt gehabt oder lief das komplett voneinander getrennt? Also eigentlich, da wart ihr auch mit am Start bei der Filmpremiere von Cokestar, wo meine Jungs Bullet und Felix, Kevin auch am Start waren und Jimmy. Und deswegen war ich auf der Gala eingeladen, so hat man sich connected und seitdem haben wir eigentlich einen guten Kontakt gehabt und haben auch gleich darüber geredet, über ein gemeinsames Projekt und so weiter. Und ja, dann hatte ich einen Song geschrieben und jetzt sind wir uns einig und mal schauen, wie schnell wir im Studio landen. Hier, vielleicht bei Baris schon. Ja, sehr schön. Das heißt, für 2019 stehen auf jeden Fall schon große Dinge an. Du bist ja jetzt mittlerweile eine von mehreren Frauen, vielen Frauen im Deutschrap. Da gibt es ja zum Beispiel Loredana, die gerade ihren Hype ihres Lebens quasi hat. Oder auch Nura, die jetzt erst kürzlich auserkoren wurde zur genreübergreifenden besten Künstlerin bei der 1 Live-Krone. Wie siehst du die Entwicklung von Frauen im Deutschrap? Ist es für dich positiv? Haben die für dich so ein bisschen auch den Weg geebnet? Also definitiv. Ich finde, Deutschland ist viel zu spät dran mit Frauenrap, auch Female Rap. Und Amerika ist da schon viel weiter wie in Deutschland. Und sind wir mal ehrlich, also man sollte einfach den Frauen mehr Respekt gewähren, weil ich finde, die machen ihre Arbeit gut und teilweise sogar besser wie die Männer. Also ich bin da nicht auf Rap-Beef mit den Frauen, sondern ich feiere die und ich finde, die sollten sich auch pushen, weil bei den Jungs funktioniert es ja auch. Da funktionieren ja auch gerade ein bisschen die Kollaborationen zwischeneinander. Also zum Beispiel Schwester Eva hat auf ihrem Album die Sixten Mädels gehabt. Du hast ja jetzt schon angesprochen, dass du eventuell mit Gina was machen wirst. Stehen da weitere Zusammenarbeiten eventuell auch mit weiblichen Artists an? Also Schwester Eva kenne ich auch persönlich. Wir waren auch lange, lange in Frankfurt zusammen unterwegs und freundschaftliche Base war auch immer alles ganz cool. Musikalisch hat es mich auch bei gewissen Sachen gepusht oder man konnte da eine gewisse Erfahrung mitnehmen, auch von ihrer Clique. Definitiv. Also das war auch damals der Fall, dass Eva auch mich gepusht hat, so sei es freundschaftlich, hat gesagt, mach dein Ding, da war ich noch nicht so weit. Und genau das Gleiche auch. Also auch bei Schwester Eva kann ich nur Props geben. Coole Frau, auf jeden Fall korrekt.
Heißt, mit ihr besteht noch weiterhin Kontakt? Also wir sind auf jeden Fall cool miteinander, aber da sind ja auch gewisse Sachen passiert, wo ich jetzt nicht drauf eingehen will bei ihr, aber das habt ihr ja bestimmt ein bisschen mitbekommen in den Medien. Und die macht jetzt so ihr Ding auf jeden Fall, ich mein Ding, aber natürlich ist alles auf cool und ich hoffe auch bei der Geburt und alles Gute mit dem Kind und so weiter. Ja, von unserer Seite aus auch natürlich alles Gute. An der Stelle, wo wir gerade über verschiedene Frauen im Deutschrap-Game gesprochen haben, ist, was auch sehr positiv hervorzuheben ist, dass es sehr viele verschiedene Styles bei den Frauen gibt. Also es gibt keinen wirklichen Machtkampf, weil ein Style vertreten wird. Wie würdest du deinen Style zukünftig beschreiben? Hast du dich schon gefunden in der Richtung? Ich denke schon, dass ich mich gefunden habe. Jeder hat so sein Image. Jeder redet über authentisch sein. Ich denke, mein Image, der wird jetzt auch bald kommen. Ich denke, der ist authentisch genug. Das muss ja auch zu einem passen. Ähm, Ich würde sagen, von der Musikrichtung bin ich offen. Ich feiere alles, was cool klingt, auch mit den Beats und bin auch offen für verschiedene Musikrichtungen. Allerdings bleibe ich definitiv bei Deutschrap und meine Schiene ist ein bisschen Gangsterrap mehr, aber auch so ein bisschen die Autotunes-Schiene habe ich mich ein bisschen ausgetestet. Die musikalische Richtung, die verfolgst du ja jetzt weiter. Der zweite große Aspekt im Karriereweg einer Musikerin ist ja das Business-Technische. Da hast du vorher schon angesprochen, du hast jetzt ein Management. Wie sieht es da labelmäßig aus? Ist da schon was in Planung? Willst du signen? Heutzutage muss man ja nicht unbedingt bei einem Label unter Vertrag sein. Man kann seine Sachen über den digitalen Vertrieb auch sehr gut an den Mann bringen. Steht da was in Aussicht? Also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Glück mit meiner Managerin. Wir haben uns natürlich privat kennengelernt. Wir sind freundschaftlich cool und sie gehört definitiv zur Familie. Also es ist so ein familiäres Ding eher. Aber ich habe sehr viel Glück, weil sie ist kein unbekanntes Gesicht. Sie hat Erfahrung mit dem Vertrieb. Sie weiß, was sie tut. Und das war einfach so für mich ein Sechser im Lotto. Und aktuell, natürlich ist es cool, in ein Label untergebracht zu sein mit anderen Künstlern und so weiter. Aktuell planen wir alles noch selbstständig. Wir sind in Verhandlungen, wie gesagt, aber ich meine, sie macht ihren Job schon ganz cool. Also ich habe jetzt noch kein Bedürfnis, dass ich sage, ey, ich muss in ein Label reingehen, weil das kommt gerade alles aus eigener Hand und sie hat das schon alles unter Kontrolle. Aber mal schauen, wie gesagt, wenn es ist verlockend, es sind verlockende Sachen dabei, aber so entschlossen bin ich noch nicht. Wie läuft die Zusammenarbeit allgemein zwischen euch beiden ab, also zwischen Managerin und Künstlerin? Ich meine, jetzt zum Beispiel beim musikalischen Prozess hat sie da auch ihre Einflussnahme. Sie ist ja jetzt zum Beispiel nicht aktiv hier bei deiner Studiosession. Wie läuft sowas ab? Hat sie dann in der musikalischen Richtung überhaupt irgendwie einen Einfluss oder ist es eher businesstechnisch? Also definitiv. Ich glaube, sie ist eine gute Kritikerin. Ich kann auch mit Kritik umgehen, wenn es argumentiert wird. Also bevor ich überhaupt was recorde, sage ich auch, hey, was hältst du davon? Sie hakt es ab und sagt, es passt zu dir. Oder da müssen wir eine kleine Veränderung machen. Den Song musst du streichen. Du weißt ja sicher von anderen Künstlern auch, man schreibt viel mehr und produziert viel mehr, als man dann rauskickt. Also sie ist da schon ziemlich streng, sage ich mal. Aber ist auch gut so, weil dann kommen halt nur gute Sachen dabei raus, hoffentlich. Prozentual gesehen, wie viel geht so durch ihren Filter? Also bei wie vielen Songs sagt sie, den lieber nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt? Wie ist das so? Wie ist da die Quote? Also ich habe meine Leine noch nicht ganz abgegeben. Also das muss ich mal sagen. Ich treffe meine Entscheidungen natürlich schon auch selbstständig, aber wir finden schon gemeinsam die Mitte. Das Coole ist, wir sind meistens auch selber Meinung und deswegen dauert es auch nie lange. Ich würde sagen, so 50-50 wäre hart, aber ja, 70-30 oder 60-40. Sehr schön. Was für dich wichtig, eine Frau als Managerin zu haben? Oder wäre es für dich egal gewesen und es ist einfach nur Zufall, dass sie jetzt eine Frau ist? Also ich sag, das war einfach so Faust aufs Auge. Ich meine, so, wenn man als Frauen unterwegs ist zusammen, ist es alles easy. So, die weiß, was ich will, so, wie ich mir das vorstelle. Wenn du jetzt einen Mann als Manager hast, dann, wenn es halt um die Beauty-Geschichten geht oder was weiß ich, bei Dreh, Kleidung, es ist alles einfach einfacher. Also sicherlich wäre es mit einem Mann auch leichter gewesen bei anderen Dingen, weil die Rap-Szene halt, sage ich mal, 70-80% aus Männern besteht. Ist manchmal auch schwierig, sich zu beweisen, aber eigentlich sind wir mit allen cool und die haben uns bis jetzt auch alle cool aufgenommen und dann ist es auch cool, eine weibliche Managerin zu haben. Ich sag ja, die Frauen brauchen mehr Platz in der Szene, auch als Managerin und sie ist richtig erfolgreich in dem, was sie tut. Hast du da konkret Beispiele in Fällen, wo es dir vielleicht schwerer gefallen ist,
als Frau anzukommen, wo du vielleicht einen Deal mal nicht bekommen hast, weil du eine Frau bist oder wo dir aktiv gesagt worden ist, dass es für dich schwieriger sein wird? Na, sind wir mal ehrlich, so, egal wie die Männer sagen, Frauenrap geht zurück in die Küche und bla bla, man kann auch kochen und rappen. Also das ist alles kein Problem. Das ist alles Klischee für mich. Und es gibt natürlich so Momente, die Männer sagen, ah, Frauenrap, macht mal euer Ding weiter, aber heimlich hören sie doch alle deinen Track. Also heimlich hören sie doch alle irgendwelchen Frauenrap. Guckt mal Amerika an, Lil Kim und so, die ganzen Leute, die werden doch auch gefeiert. Das hören sie doch auch an. Also spielt jetzt das Land eine Rolle, aus welchem Land ich die Musik produziere? Nee, also ich denke, wir sind jetzt in Deutschland angekommen. Was kannst du so von deiner Zuhörerschaft sagen? Sind da überwiegend Frauen oder auch viele Männer am Start? Ist eigentlich gemischt, das ist das Positive. Also in der jetzigen Zeit hören auch mehr Frauen Rap. Früher war das ja immer so Undercover-Männer-Ding, hat man gesagt. Aber nee, ich habe ganz viele Leute, die also weiblich sind, männlich sind, jung, älter. Also es ist gemischtes Publikum. Jetzt haben wir ganz viel über deine zukünftigen Pläne und dein Management gesprochen. Kollaboration ist auch heutzutage ein wichtiges Thema, weil wir haben ja eine Flut an Features, die jetzt gerade an den Start kommen. Wir haben, keine Ahnung, Jizzes zum Beispiel mit Redman und dann hast du gefühlt in der nächsten Woche wieder einen Song mit Jizzes und Vaisel und dann hast du 10.000 Kollaborationen. Sie haben eine Flut an Features. Ist bei dir auch in der nächsten Zeit ein spezielles Feature geplant, das du uns jetzt schon verraten kannst? Also für mich ist immer wichtig bei einem Feature, dass es auch menschlich korrekt ist. Also mir ist es scheißegal, ob jemand ganz oben ist, in den Charts ist, die Eins ist oder ganz unten. Wenn er menschlich korrekt ist und es musikalisch, also für mich ist auch Freundschaft und Arbeit was getrenntes. Und wenn es musikalisch in meinen Film passt und der hat denselben Filmriss wie ich und wir sind auf einer Welle, kann ich auf jeden Fall Kollabos machen. Besser zum Beispiel, also Rrezik ist jetzt ein Bruder so aus meiner Hut. Und zum Beispiel da ist es für mich egal, in welchem Rang der Junge ist. Der hat einfach Talent und ich feiere das, was er tut und wir sind auf einer Wellenlinie. Da mache ich auch was mit dem. Also das ist auch in der Vergangenheit so gewesen. Ich hatte viel Kontakt auch mit bekannteren Rappern, sage ich mal, die jetzt auch in der Szene sind. Bei dem einen hat es menschlich gepasst, bei dem anderen nicht. Da ist es mir dann egal, wer du bist. Für mich zählt, dass wir uns verstehen, auch im Studio, auch privat. Und alles andere ist mir dann eigentlich egal. Ich mache so mein Ding. Wenn du jetzt ganz unabhängig von dem persönlichen Faktor, nur von dem musikalischen Geschmack entscheiden könntest, mit wem du zusammenarbeitest, vielleicht auf Produzentenebene oder auch auf Künstlerebene, hast du da irgendwelche Wunschpersonen, die du für dich dir vorstellst in der Zukunft? Ha, gute Frage. Also ich feiere definitiv so einiges in Deutschland. Und ich finde auch, dass sehr viele gute Musik machen. Also wo soll ich anfangen? Haftbefehl ist einfach krass für mich, wie er sich gemacht hat in den letzten Jahren. Waysel oder keine Ahnung, KMN. Das sind alles krasse Musiker. Auch Sixten, also die Mädels auch richtig stabil, Loredana, Ever. Also ich finde eigentlich alle die namhaften, die auch gerade da sind, auch die Newcomer. Also ich finde, das ist alles richtig fresh. Also Deutschland ist auf jeden Fall musikalisch, sieht man ja auch in den letzten Jahren krass. Also ich würde mich auf jede Zusammenarbeit, egal mit welchem Künstler, wie gesagt, wenn es menschlich passt, freuen. So, warum nicht? Sehr gut. Also bist du in der Hinsicht sehr offen, bist dann Ich wahrscheinlich bin auch. offen, definitiv, weil egal welchen Namen ich dir jetzt genannt habe, jeder von denen hat einen krassen Song. Also Deutschland war früher so, also hier, deswegen betone ich das immer, da hat man sich immer gewisse Künstler rausgepickt und gesagt, der ist gut. Mittlerweile sind sie fast alle gut, die man so kennt. Und die Produktion ist in Deutschland auch sehr stark geworden. Also auch hier, ich komme ja aus dem Süden so, Stuttgart-Ecke, aus Moosbach jetzt, ist ein kleinerer Ort, aber das ist so meine Ecke und schaut euch mal Stuttgart an, wie viele Künstler hier eigentlich kommen, also hier rauskommen. Oder hier im Studio bei Baruch, was ich so mitbekomme auch, also hat sich auf jeden Fall stark gemacht. Ja, da sprichst du ein interessantes Thema an. Also gerade hier im Stuttgarter Bereich sind ja endlos viele Künstler, von denen man vielleicht den Hintergrund gar nicht kennt, weil der Wohnort immer uninteressanter wird. Also die Jugend pumpt natürlich immer mehr die Songs und weniger die Künstler an sich. Aber wir haben ja Künstler wie
Remo, Shindy, Bowser, Rin, fallen mir jetzt alle nicht ein, die ja alle aus dem Südener Bereich kommen. Wie findest du den Zusammenhalt von der Szene im Süden? Spürst du da einen Zusammenhalt oder ist es eher so lose? Teilweise. Also ich finde, wir sind schon alle ziemlich verstreut. Also fangen wir mal an, hier aus Stuttgart Künstler gehen nach Frankfurt. Ich zum Beispiel, ich komme aus dieser Ecke, ich bleibe meiner Gegend auch treu, aber ich bin zum Beispiel auch sehr oft in Berlin, einfach wegen dem Management oder die Connection. Das ist halt auch so eine starke Rapperstadt, sage ich mal. So Frankfurt, also normalerweise, wenn jeder in seiner Ecke bleiben würde, was ich definitiv auch nicht feiern würde, man sollte nicht vergessen, woher man kommt, kann ruhig seine Gegend pushen, aber verstreut sind sie dann trotzdem alle. Also die Labels sind ja dann auch unterschiedlich. Deswegen kann es halt sein, dass der Künstler aus Stuttgart auf einmal nach Berlin rutscht oder nach Frankfurt oder so. Jetzt sind wir ja hier gerade im Studio Su, wie vorher schon angesprochen. Ich denke, viele deiner Fans interessieren sich auch für deine Studioarbeit. Du gewährst ja ab und zu mal einen kleinen Einblick auf Instagram in deinen Insta-Stories. Kannst du mal verraten, worauf du speziell im Studio achtest? Also du arbeitest ja auch mit verschiedenen Produzenten zusammen, heute zum Beispiel mit Barisch. Worauf achtest du im Studio speziell? Also im Studio natürlich die Qualität. Die Qualität ist schon wichtig, damit die Leute gute Musik kriegen. Und gute Musik zu kriegen, braucht halt ein gewisses Equipment oder eine gewisse Erfahrung. Also mir kannst du zum Beispiel ein 500.000 € Studio hinstellen. Ich wüsste gar nicht technisch, was soll ich damit anfangen. Aber ähm, man muss halt beim richtigen Mann im richtigen Studio sein. Und das bedeutet nicht, dass wenn ich mich hier wohlfühle, dass sich vielleicht ein anderer da wohlfühlt. Ich finde, das Team muss passen. Das ist bei mir immer sehr wichtig in der Produktion. Ich arbeite auch mit anderen Produzenten, weil ich menschlich mit denen cool bin oder die Qualität passt und so weiter. Aber das ist eigentlich die einzigste Eigenschaft und wichtig ist, für mich ist im Studio zum Beispiel wichtig, wenn ich jetzt hierher komme, dass es nicht so ein Recording, Stopp, Ciao, aufgenommen und abgefertigt. Also hier finde ich zum Beispiel cool, Baruch kenne ich schon seit über 10 Jahren oder so und der hat eine gewisse Erfahrung in der Musik, wo ich mir als Künstler auf jeden Fall nochmal was abgucken kann oder mitnehmen kann im Recording einfach. Und das hast du halt in gewissen Studios nicht. Und was soll ich da dann mitnehmen? Ich will mich entwickeln. Ich will noch einen draufsetzen und nicht zurückgehen. Jetzt machst du ja schon sehr lange Musik, also nicht seit gestern, nimmst aber trotzdem immer wieder neue Erfahrungen im Studio mit. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du jetzt sagst, von den ersten zwei Songs, die du jetzt nach deinem Comeback quasi rausgehauen hast, MML und Hayat Familia, wo du jetzt wieder sagst, nach ein paar Monaten, wo es schon draußen ist, hätte ich jetzt anders gemacht? Ja, nee, ich sag mal so, das war alles auch geplant. Also anfangs hatte ich mein Management noch nicht, aber ich habe mich erstmal rangetastet. Also ich war ja auch viel in Frankfurt unterwegs, seit ich mein eigenes Ding so gestartet habe. Habe ich mich erstmal rangetastet. Ich wollte nicht, dass die Szene direkt geflasht ist. Frauenrap eben, so Klischee. Ich wollte einfach mal ein bisschen Mainstream machen. Also ich komme eigentlich auch ursprünglich von der Gesangsszene und nicht von der Rap-Szene. Es hat sich dann so ergeben, weil ich mich einfach so wohler fühle. Kein Blatt vor dem Mund. Aber ich finde, schon, dass jetzt eine Wendung kommen wird. Also bisher sage ich natürlich, erfahrungsgemäß habe ich mich entwickelt, denke ich, das wird man in den nächsten Songs hören. Also so empfinde ich das zumindest. Ich hoffe, die Zuhörer dann auch. Aber man kann natürlich im Nachgang immer alles besser machen. Man will ja auch immer besser werden. Aber so, ich kann eigentlich alles vertreten, was ich bis jetzt gemacht habe. Und alles, was jetzt kommt, jetzt geht's erst los. Also das ist dann Kaliba. Das war ein wunderschöner Abschlusssatz, den hätte ich besser nicht formulieren können. Das heißt, wir hören im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal mehr von dir, Million-Dollar 2019. Smile. Also, ich weiß nicht, ob ich dir das schon gesagt habe, aber der nächste Song heißt Million-Dollar Smile. Million-Dollar Smile, ja. Million-Dollar Smile. Ja, du schmunzelst. Warum? Schieß Ist, los. ist, ist kürzlich ein Song erst rausgekommen, der Million-Dollar Smile heißt. Fans, die dich verfolgen, wissen, dass dieser Song schon sehr lange steht und eigentlich nicht in Verbindung steht mit dem Song von Loredana, der ja namentlich genauso heißt. Also, ich feiere den Song von Loredana auf jeden Fall. Loredana ist eine krasse Künstlerin. Also, auch in so kurzer Zeit, die hat auf jeden Fall Deutschrap nach vorne gebracht, vor allem in der Frauenszene. Also, ich feiere die persönlich übel. Aber das Ding ist, Million-Dollar Smile hat mich auch ein bisschen geschockt. Also,
ich feiere den Song nach wie vor. Das hat auch überhaupt nichts inhaltlich mit meinem Song zu tun. Ich habe mir auch überlegt, ey, soll ich den dann doch verändern oder nicht? Aber ich habe den Song wirklich schon vor einem Jahr geschrieben. Also die Verfolger, die können auch bei mir in Instagram in die Highlights reingehen. Da werdet ihr auch sehen, ich habe da schon mal einen Bruchteil dieses Jahr im Juli schon gepostet. Also das bedeutet, ich hatte gar keine Chance, in den Song reinzuhören. Und wie sich das entwickelt hat, ich kam auch selber nicht auf den Film Million Dollar Smile. Also meine Managerin Nini, die ist Zahnärztin und die macht halt immer so Faxen mit Zähnen und Smile und Zahnpasta lächeln, fresh wie Mundwasser, freshy. Und bei ihr stand dann halt so Million Dollar Smile immer in Instagram und die sagt dann immer, ey, wo ist dein Million Dollar Smile? Und ich so, ey, Million Dollar Smile, das ist mein Film und darauf mache ich einen Song und dieser Song ist so mein Baby, das ist die Wendung von diesem Autotune-Ding zu Kaliba. Und deswegen werde ich den nicht verändern und feiere den Song, wie gesagt, nach wie vor. Und mein Song, der wird auch bleiben. Und inhaltlich, wenn ihr den dann hört, das ist was ganz anderes. Also absolut nicht zu verwechseln, nur aufgrund des Titels. Es gibt ja mehrere Songs, die denselben Titel tragen, aber inhaltlich komplett anders sind. Jetzt ist halt der Zufall, dass es sehr nah aufeinander folgt dann quasi. Das heißt, wenn ihr den Song seht, dann besteht keine Verwechslungsgefahr oder irgendwelche weiter Vorwürfe oder so haben wir damit auch Nein, aus aber dem Weg geschafft. ich bin da auch offen für. Also, wie gesagt, sie ist eine krasse Künstlerin und der Song ist krass. Aber das ist jetzt kein Grund für mich, dass ich meinen Song verändern muss oder sonst was. Wir haben inhaltlich was ganz anderes. Dann freuen wir uns. Vielen Dank dir für deine Zeit. Wir freuen uns auf Million Dollar Smile, auf 2019 allgemein, anderes Kaliber hier bei uns im Interview. Checkt immer Easy Life TV, abonniert den Kanal von Kaliba und seid gespannt auf 2019.